Ich habe Schwarzkümmelöl inhaliert und was passiert ist, will ich mit dir teilen, damit du die gleichen tollen Ergebnisse für deine Psyche bekommst wie ich. Aber Vorsicht, eine Sache musst du dabei beachten. Das hier, siehst du es, das sind Schwarzkümmelsamen. Und Schwarzkümmelsamen, ja, die schmecken nicht nur super, sondern sie sind dafür bekannt, dass sie alle möglichen Krankheiten heilen können. Und Schwarzkümmelsamen bzw. das Schwarzkümmelöl ist so alt und so bekannt, dass selbst die alten Ägypter davon so begeistert waren, dass sie es als Grabbeigabe sogar bei den Pharaonen beigelegt haben. Selbst der weltberühmte Prophet Mohammed sagte einst angeblich, Schwarzkümmelöl könne jede Krankheit heilen, außer den Tod. Und wenn er das schon damals gesagt hat, nun, ich glaube, dann muss dann auf jeden Fall was Wahres dran sein. Denn ich habe davon nämlich extrem profitiert. Ich habe so viele Dinge damit ausprobiert und ganz, ganz viele Dinge haben super gewirkt. Ich habe es auch auf meine Haut aufgetragen, unter anderem. Ich habe es auch inhaliert. Wir kommen auch im Laufe des Videos dazu, was da passiert ist. Aber ich kann dir sagen, ich habe nur positive Erlebnisse mit diesem Schwarzkümmelöl gemacht. Aber warum ist dieses Schwarzkümmelöl jetzt eigentlich so gesund? Nun ja, Wissenschaftler haben sich aufgemacht und haben sich die Bestandteile dieses Öls angesehen und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen, was da alles so drin ist. Unter anderem ist eine sogenannte Linolsäure da drin. Diese Linolsäure ist eine Fettsäure, die der Körper selber nicht herstellen kann. Das bedeutet, der Körper braucht sie aber, denn sie ist sehr, sehr gesund. Vor allen Dingen hilft sie bei Arteriosklerose oder der Vorbeugung von Arteriosklerose. Das bedeutet also, unser Körper kriegt ja im Laufe der Zeit Verschleißungen, genauso wie ein Auto auch, wenn man so möchte. Ja? Also wir tun uns nicht immer unbedingt gesund ernähren, haben eher so fettiges Essen, oft auf dem Speiseplan Schweinefleisch oder auch nicht. Und das sind alles so Dinge, die unseren Cholesterinwert ansteigen lassen. Wenn wir einen höheren Cholesterinspiegel haben, dann ist das natürlich auch nicht so gut für unser Herz. Dann leiden viele Menschen unter Bluthochdruck etc. Und das sind alles solche Dinge, wie zum Beispiel aber auch Diabetes, die dann dafür sorgen, dass das alles hier, vor allem in den Herzkranzgefäßen, nicht mehr so gut durchblutet wird. Diese Linolsäure hilft uns dabei, das A vorzubeugen und B, wenn wir da bereits schon Beeinträchtigungen haben, das gegebenenfalls zu verbessern. Und ich finde, das ist schon mal echt was Tolles. Des Weiteren haben wir da drin auch noch ätherische Öle, wie zum Beispiel das ganz berühmte Thymoquinon. Thymoquinon ist ein ätherisches Öl, das wirklich, jetzt hör genau zu, extrem stark antioxidativ wirkt und sehr stark gegen Infektionen. Was bedeutet jetzt antioxidativ? Antioxidativ bedeutet, dass der Körper der Körper bildet ja durch Stress, also wenn wir Stress haben, Ärger, psychischen Stress, unter anderem sehr oft freie Radikale. Freie Radikale werden aber auch gebildet, wenn wir zum Beispiel zu viel Sonneneinstrahlung haben. Freie Radikale werden auch gebildet, wenn wir Raucher sind. Freie Radikale werden auch gebildet, wenn wir zu viel Alkohol trinken. Und diese freien Radikale, die stehen im sehr starken Verdacht, dass sie, wenn sie zu lange im Körper in uns gedeihen, und im Gegenteil, also auf der anderen Seite keine Antioxidantien zugeführt werden, wie unter anderem dieses Thymoquinon, das ein sehr starkes ätherisches Öl ist und antioxidativ wirkt, dass sich die freien Radikale ausbreiten. Im schlimmsten Fall kann es dann irgendwann mal früher oder später zu Krebs kommen. Und dieses Öl hat sehr viel von den Thymoquinon innen drinnen und das hat dann praktisch zum Umkehrschluss, dass wir uns besser vor diesen freien Radikalen, wie zum Beispiel gerade schon alles erwähnt, was freie Radikale auslöst, besser schützen können. Die derzeitige Studienlage ist auf jeden Fall bewiesen. Die Uniklinik in Freiburg bestätigt das Ganze jetzt. Das Schwarzkümmelöl hilft bei der Stärkung des eigenen Immunsystems. Es hilft gegen Heuschnupfen und Asthma, Diabetes und, wie schon gerade erwähnt, Bluthochdruck und Cholesterin. Des Weiteren, und das ist jetzt relativ neu, da sind jetzt aber auch noch nicht ganz so sicher die Studienlage, aber es gibt Hinweise darauf, dass es sehr, sehr stark für dein allgemeines Wohlbefinden, für deine Psyche, deine innere Ausgeglichenheit auch wirkt. Und das vor allen Dingen dann, wenn man es inhaliert. Und warum das Ganze so ist, das erfährst du jetzt. Was aber höchstwahrscheinlich sicher ist,
Schwarzkümmelöl erhöht den 5-HT-Rezeptor und das L-Tryptophan. Das L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die eine Vorstufe vom sogenannten Serotonin ist. Das Serotonin ist dafür bekannt als Glückshormon, Wohlfühlhormon, das bei uns im Gehirn oben zwischen den Synapsen hindurchfließt. Das ist auch das, wo verschiedene SSRI, also Antidepressiva, eingesetzt werden, die den synaptischen Spalt blockieren, damit im Gehirn mehr Serotonin übrig bleibt. Ob das Ganze jetzt stimmt oder nicht, da streiten sich die Geister. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, das Serotonin ist nicht verantwortlich für Angst und Depression. Die anderen sagen schon, aber sagen wir nochmal, die offizielle Meinung ist ja so, dass es so ist, und deswegen halte ich mich an die offizielle, allgemeingültige Mainstream-Meinung. Ich kann aber berichten, dass ich es selber genommen habe und ich habe es inhaliert. Und wie ich es inhaliert habe und wie das Ganze geht, das schauen wir uns jetzt an. So, und jetzt mal zu der Anleitung. Solltest du es oral einnehmen, dann nimmst du in der Früh einen Teelöffel und am Abend wieder einen Teelöffel. Ich würde dir aber empfehlen, dass du es nicht auf nüchternen Magen nimmst. Aber wir kommen jetzt zum Inhalieren und das ist doch mal geil. So, wir tun hier mal gekochtes Wasser einschütten. Kochst dir das vorher, schüttest das ein. Und jetzt, ist eigentlich relativ einfach, nehmen wir hier dieses Wundermittel. Nehmen 2, das reicht vollkommen aus. Mehr sollten es auch wirklich nicht sein. Keine Sorge, du wirst nicht halluzinieren. Es sind auch keine illegalen Drogen oder so. So, und jetzt genießen wir das einfach mal ganz kurz. So, das Ganze machst du, boah, ich merke schon jetzt, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Es fühlt sich schon nach den ersten 2 Atemzügen einfach befreiend an. Es ist wirklich, also ich muss es so sagen, probier es einfach aus. Und das Ganze reichen eigentlich wirklich 10 bis 15 Minuten aus, wenn du das jeden Tag einmal machst. Und bei mir war das tatsächlich so. Ich habe das wirklich jeden Tag einmal gemacht, 10 bis 15 Minuten. Vor allen Dingen habe ich es dann gemacht, wenn es mir psychisch nicht gut ging, weil ich den ganzen Tag viel Stress hatte. Ich habe gezittert und es hat sich so toll angefühlt, weil sich danach so eine innere Ruhe eingestellt hat, so ein Wohlgefühl, ja. Und wenn man sagt ja auch, ne, wenn die Gefühle sich innerlich ruhiger werden, dann wird ja auch der Geist ruhiger, ja. Der Geist wird dann ruhiger und das Grübeln hört dann auf und wir fühlen uns insgesamt da entspannter, ruhiger und sind einfach auch in diesem Moment präsenter. Das heißt jetzt nicht, dass wir grundsätzlich nicht weiterhin an unseren Kognitionen und unseren Einstellungen arbeiten müssen und verschiedene Dinge tun müssen, damit wir unsere Einstellung, unsere Glaubenssätze ändern können. Das kann dieses Öl natürlich nicht, aber es hilft dir tatsächlich in diesem Moment für ein tolles Wohlbefinden. Und ich werde dir selbstverständlich auch dieses Öl verlinken in der Infobox. Allerdings habe ich jetzt nicht dieses Öl da, das du verwenden solltest. Das habe ich jetzt gerade leider nicht dabei gehabt. Es ist nämlich ein Bio. Du solltest grundsätzlich ein Bio Schwarzkümmelöl nehmen. Naja, warum? Das versteht sich natürlich von selbst. Aber wie gesagt, ich verlinke es dir. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist für dich, nämlich Vorsicht, so wie es auch im Titel steht. Bitte 1 Liter gekochtes Wasser. 1 Liter gekochtes Wasser, 2 Esslöffel. Warum? Halte dich bitte daran. Es gibt nicht alle, aber einige Menschen berichten darüber, wenn sie das anders dosiert haben, haben sie, ist nicht gefährlich, aber halt unangenehm, Juckreiz bekommen. Es gibt auch Menschen, die haben darüber berichtet, dass sie dann Übelkeit hatten. Es ging ihnen nicht so gut und manche, aber auch sehr, sehr selten, haben sich übergeben. Manche kriegen auch allergische Reaktionen, die immer vorübergehen, die zwischenzeitlich unangenehm sind. Wie gesagt, das Ganze ist selten. Relativ safe bist du, wie gesagt, bei 1 Liter heiß gekochten Wasser und 2 Esslöffel.
Es gibt ja Menschen, die sagen von sich selber, ich habe einen sehr empfindlichen Magen, und dann gibt es die anderen Menschen, die sagen, ich habe so einen richtigen Saumagen. Also ich kann eigentlich alles essen zu jeder Uhrzeit. Wenn du zu diesen Menschen gehört, die generell sagen, ich habe eher so einen empfindlichen Magen und ich muss auch mal ein bisschen so aufpassen und abends nicht dies und jenes, würde ich dir generell eher zu dem Inhalieren, also ich würde dir eher den Tipp geben, dass du es eher inhalierst, als oral einzunehmen, weil da echt so zumindest die Erfahrung, dass was ich auch von anderen Menschen gehört habe, es tendenziell viel geringer ist, dass man da Magenprobleme bekommt oder sonst irgendwie was. Also das sollte da eigentlich nicht passieren. Beim Inhalieren ist es übrigens auch gut zu wissen, dass wenn du mal zum Beispiel krank bist oder du hast Heuschnupfen, das ist da auch wirklich phänomenal wirkt. Ich habe es auch mal gemacht, wo ich mal krank war. Da ging es mir nicht so gut. Ich habe es inhaliert und auf einmal waren die Atemwege wieder so richtig frei. Ist echt toll und wie gesagt, es ist ein super angenehmes Gefühl, fühlt sich super an. Was mich echt extrem interessieren würde, ist, wenn du das ausprobierst und das jetzt zu Hause nachmachst, wie das bei dir wirkt, was du für Erfolge hast. Vielleicht besuchst du wieder dieses Video, schaust es dir nochmal kurz an oder gibst mir nochmal einen Kommentar und schreibst rein, hey Juan, ich habe es ausprobiert und es hat echt mega gewirkt, oder vielleicht hat es auch nicht gut gewirkt oder es ist gar nichts passiert, aber es ist doch egal. Hauptsache, du schreibst es mir, denn ich freue mich immer darüber, wenn ich darüber ein Feedback bekomme. Wenn du jetzt dann noch mehr erfahren möchtest, was Schwarzkümmel alles noch so kann, es kann nämlich noch einiges mehr, dann empfehle ich dir, dieses Video hier von mir auf der Endcard anzuklicken, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan, Namaste.